Das Tor der spanischen Mission San José. Im Jahr des Herrn 1720 gegründet von Franziskanern. Damals noch Teil des Vizekönigreichs Neuspanien. In diesen Kasematten beherbergten die Missionare die indigene Bevölkerung, um sie zum katholischen Glauben zu bewegen. Wow. Hier bekommt man mal einen Eindruck, wie die damaligen Wohnverhältnisse waren. Das muss man sich mal vorstellen. Hier haben sie mit 5 bis 10 Menschen in diesen Räumlichkeiten gewohnt, bei 40 Grad Außentemperatur. Na gut, das eigentliche Leben hat draußen stattgefunden, aber bei 40 Grad in so einem Raum, da muss man sich schon mögen. Das, was so aussieht wie ein kleines Iglu, ist ein Nachbau von einem Ofen. 3 oder 4 Familien hier in der Mission haben sich diesen Ofen geteilt und hier ihre Tortillas gebacken. Und das frische Wasser für die Mission kam verlässlich aus Brunnen wie diesem. Damals war an Wasser kein Mangel, trotz wiederholt anhaltender Trockenphasen. Ein Glücksfall. Die Mission selbst, ein Bollwerk der spanischen Kolonialinteressen in der neuen Welt. Die Kirche der Mission. Mehrfach restauriert. Die Fresken über dem Eingangsbereich lassen die frühere Pracht erahnen. Das Kirchenschiff erscheint heute fast in barockem Glanz. Doch nachdem die Ländereien der Mission an die indianische Bevölkerung übergeben worden waren, erstarb auch die Mission Anfang des 19. Jahrhunderts. Wo jetzt Gläubige beten, hausten seinerzeit marodierende Soldaten und Gesetzlose. Die massiven Wände des Konvents boten Schutz vor Angriffen feindlicher Indianer. Wir befinden uns hier im Wandelgang der Mission. Hier links von mir waren die Gebets- und Aufenthaltsräume der Missionare. Und wie Sie sehen, sind die Mauern sehr dick, denn diese Mission hatte auch Verteidigungscharakter. Gleich um die Ecke eine Gedenkplatte an den Gründer der Mission, Bruder Antonio Magil aus Valencia. Sein Werk gehört heute zum UNESCO-Weltkulturerbe. Das gilt auch für die ehemalige spanische Mission San Antonio de Valero, besser bekannt unter dem Namen The Alamo. Statuen im Innenhof erinnern an die gefeierten Helden, die hier im texanischen Freiheitskampf 1836 der mexikanischen Armee die Stirn boten und dann doch ihr Leben ließen. Männer wie Davy Crockett, Ben Travis und James Bowie. Deren Geschichte wurde 1960 mit John Wayne verfilmt. Die Statue von Emily Morgan, einer jungen Sklavin. Eine Legende des Kampfes um Unabhängigkeit. Ihr Name fällt später noch einmal. Zehntausende Besucher strömen jedes Jahr durch die historischen Gemäuer, in dem sich 185 texanische Kämpfer verschanzt hatten. Ihr Gegner, die mexikanische Armee, mit 7000 Mann in der Übermacht. Die Schlacht um Alamo, bis heute ein Mythos der US-amerikanischen Geschichte. An den Wänden finden sich Graffiti aus der Zeit der Belagerung und danach, als Texas bereits Republik war, 1841. Fahnen der US-Bundesstaaten, aus denen die Gefallenen stammen, und die Zahl der Opfer. Die Tafeln nennen sogar alle Namen. Darunter 2 Deutsche, ein gewisser Henry Thomas und ein Henry Kortmann, 2 junge Auswanderer, die sich auf die Seite der Texaner geschlagen hatten. Living History, lebendige Geschichte. Historisch interessierte Freiwillige bemühen sich, im Alamo die Erinnerung an den Ursprung von Texas wachzuhalten. Ein Erinnerungsfoto vor Alamo, fast patriotische Pflicht.